Mein Name ist Birgit und ich komme aus Berlin. Auch ich habe diesen 8 Stunden Medbed-Test einfach mal in Anspruch genommen und bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Mein Test liegt jetzt mittlerweile allerdings schon gut 2 Wochen zurück, aber ich brauchte einfach mal die Zeit für mich, um das Erlebte zu verarbeiten. Ich hatte mich außerordentlich gut auf den Test vorbereitet, indem ich alle die zur Verfügung stehenden Videos und Texterklärungen förmlich aufgesaugt habe. Ich habe mich dann entschieden, diesen 8-Stunden-Test am Tage zu absolvieren, um alles so bewusst wie möglich zu erleben und ja, das Maximale, das Optimale aus diesen 8 Stunden herauszuholen. Als Vorbereitung darauf stellte ich mir eine Liste mit allen meinen Befindlichkeiten, physische Befindlichkeiten, psychische Befindlichkeiten, und ich war dann schon sehr erstaunt, was da alles so zusammenkam, was einem sonst gar nicht so bewusst war. Und da hat man mal gemerkt, was man im Alltag so möglicherweise alles verdrängt. Als ich dann das Medbed aktivierte und mich hineinlegte, begann ich dann so nach und nach meine vorbereitete Liste in Auftrag zu geben. Zusätzlich aktivierte ich aber auch noch den Scan für den Fall, dass es irgendetwas gibt, was mir nicht so bekannt oder bewusst ist. Nach relativ kurzer Zeit begannen meine Füße an zu kribbeln, oder förmlich an zu brennen. Und bei allen Themen, die ich dann so nach und nach detailliert anging, hatte ich dann immer so das Gefühl, dass man wie so ein Zündholz in dieses lodernde Feuer in die Füße gab und das Thema dadurch dann immer so richtig entfacht wurde. Ja, um das mal so, anders kann ich es jetzt gar nicht so beschreiben, aber es war schon, also es hat was mit einem gemacht. Also das war ja das Beeindruckende. Zwischendurch habe ich dann auch noch so einige Affirmationen hineingegeben und ja, habe das alles mal so auf mich wirken lassen. Während der gesamten Zeit bin ich mal leicht eingeschlafen, aber das war mehr oder minder so ein ganz leichter, sehr oberflächlicher Schlaf. Ein einziges Mal hatte ich dann im wahrsten Sinne des Wortes eine helle Erleuchtung. Ja, ich muss es mal so sagen, bei geschlossenen Augen wurde es plötzlich blitzhell in meinem Kopf, so direkt über den Augen. Und ja, was aber kurz danach auch wieder verschwand. Ich kann es jetzt auch keiner Thematik zuordnen. Ja. Zu einem anderen Zeitpunkt wurden mir auch mal die Unterarme sehr schwer, also wahnsinnig schwer. Ich habe es daran dann gemerkt, als ich nach dem Wasserglas greifen wollte, das neben dem Bett stand, und ich den Arm gar nicht hochbekam. Also da ja, habe ich eben halt eine ganze Weile gewartet, habe das ja auch teilweise alles so genossen und ja, nach einer Weile ging das aber mit den Armen auch wieder. Was ich aber sagen muss, das Brennen in den Füßen und in den Fußsohlen hielt sogar auch noch einige Stunden nach Beendigung des 8-Stunden-Tests an. Also so richtig vorbei war es wirklich erst am nächsten Tag. Ja. Zum Ende der Zeit habe ich einfach mal das Gefühl gehabt, dass ich der Sache einfach mal sehr viel beziehungsweise vielleicht sogar zu viel abverlangt habe. Und ich war erstmal völlig erschöpft. Also ich war fix und fertig. Also und ja, habe eben halt gemerkt, dass der Körper richtig geackert hat. Also bei mir hat es richtig geackert an allen Ecken und Enden. An den darauffolgenden Tagen ging es mir dann sehr gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, dazu habe ich vielleicht auch zu viele Sachen, zu viele Baustellen, dass ich jetzt sage, das und das ist gleich weggegangen oder so, aber es hat eben halt was mit mir gemacht und das fand ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Mein Fazit ist aber eben halt, dass das, was sich möglicherweise über 10, 20, 30 oder mehr Jahre eben halt im Körper manifestiert hat, physischer Art oder auch psychischer Art, lässt sich nicht einfach mal so in 8 Stunden wegbügeln.
denke ich mal, ist ausgeschlossen. Ja. Also beim nächsten Mal würde ich mich nur auf maximal zwei Themen pro Sitzung fokussieren, um dann eben auch ganz gezielte Veränderungen feststellen zu können. Aber unterm Strich bin ich einfach mal zutiefst beeindruckt von dieser Technologie, von dem, was ich erleben durfte und ja, dass es einfach mal funktioniert. Also das ist einfach mal Wahnsinn. Da habe ich eben immer noch ganz schön zu tun mit. Aber super, super gerne möchte ich nun ganz detaillierte Befindlichkeiten angehen und wünsche mir, dass ich auch noch an diesem Forschungsprogramm teilnehmen darf und, die, und dann auch eben halt gerne der Community über meine Entwicklung oder Ergebnisse berichten möchte. Ja, und würde mich freuen, wenn das klappt.